Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 39. Hope. Seine Sicht. Wir müssen schnell weiter. Wir müssen sie bald eingeholt haben. Scheiß auf ihre Erlebnisse, die kann sie mir selbst erzählen. Beschließt der Kapitän der Hartpiraten und geht aus dem Wasser weiter Richtung U-Boot. Er nimmt Bewegungen im Augenwinkel wahr, hält inne und dreht sich langsam um. Geschockt besieht er sich das Bild vor ihm. Die Szene, die sich ihm bietet, lässt ihn hart schlucken. Nicht wegen der Szene selbst, sondern wegen dem bitteren Beigeschmack, da sie aus irgendeinem eventuell nicht erfreulichen Grund gerade in diesem Moment an diese vergangene Erinnerung denken muss. Blutüberströmt steht die junge Sardana vor Flamingo und strahlt ihn warm an. Hinter ihr liegen Dutzend grausam zugerichtete Leichen. »Bist du stolz auf mich, Doffy? Ich hab sie alle nach deinem Wunsch getötet«, strahlt sie ihn breit an und hofft anscheinend auf ein Lob. »Nein, ich habe mich gelangweilt«, antwortet Flamingo monoton, worauf die Kleine mit offenem Mund und geschocktem Ausdruck in der Bewegung verharrt. Sie lässt enttäuscht und verletzt die Schultern hängen. Entsetzt starrt Law auf die Darstellung von Gewalt. Dass sie an so etwas denkt, muss ja einen Grund haben, einen Auslöser. Und wenn er Pech hat, programmiert Doflamingo sie erneut um. Zu einer Tötungsmaschine. Ich muss sie von ihm holen. Wegen ihm ist sie so grausam und kalt geworden. Wegen ihm existiert überhaupt so eine Seite an ihr. Das da hat nichts mehr mit der lieblichen Sardana zu tun, die sich für Aiko und Sho eingesetzt und geopfert hat. Hasserfüllt starrt er Flamingo an. Der Ältere nimmt Sardana auf seinen Schoß und beginnt ihre durch das Blut verklebten Klamotten auszuziehen. Die Kleine wehrt sich nicht, lässt einfach deprimiert den Kopf hängen, bis sie, bis auf eine Boxershorts, nackt auf ihm sitzt. Flamingo nimmt einen feuchten Lappen in die Hand und beginnt sachte das Blut abzuwischen. »Captain?« ertönt Pinguins Stimme, worauf Trafalgar nur die Hand hebt, als Zeichen, dass er noch einen Moment braucht. Sardana sieht erstaunt zu Flamingo auf, welcher konzentriert ihren Körper säubert. Trafalgar muss sehen, wie er die Röte ins Gesicht schießt und sie den Blonden mit glitzernden Augen anstarrt. Was findet sie an ihm? Was denke ich da? Sie wurde manipuliert. Abrupt hält Doflamingo inne und besieht sich die Kleine, die fragend seinen Blick erwidert. »Hier«, meint er ernst und überreicht ihr eine Mütze. Wie aus Reflex macht Law einige Schritte auf die beiden zu, doch die Erinnerung verschwimmt bereits, als er ihr näher kommt. »War das Kodasons Mütze?« »Captain!« reißt den Pinguin erneut aus seinen Gedanken. Mit gemischten Gefühlen geht er an Deck und gibt den Befehl zum Ablegen. Sie dachte, da ich Kodason mochte, dass ich mit Flamingo befreundet bin. Sie hasste ihn doch vor ein paar Tagen noch. Ist sie so stark manipuliert worden, dass sie sich ihm selbst nach Jahren noch unterwirft? Aber wenn sie das wusste, wieso ist sie dann trotzdem noch zu ihm? Ich muss sie von ihm holen, egal was es kostet. Ace und Trio, in meine Kajüte, befiehlt Law gefasst, als hätte er ein klares Ziel vor Augen, und kurze Zeit später sitzen sie erneut auf seinem Bett um die kleine Teleschnecke herum. Ob sie nochmal abnimmt? Murmelt Pinguin zweifelnd. Gotcha! Erleichtert atmen sie zeitgleich aus. Ace? Ertönt ihr der heitere Stimme, was Laws Herz wie auf Knopfdruck höher schlagen lässt. Ja, Herzchen, deine Freunde sind auch hier, meldet sich der Gefragte erleichtert, dass es ihr gut geht, und nimmt den Sprecher in die Hand. Der Navigator beugt sich aufgeregt zu dem Feuerbändiger rüber, und dieser hält ihm sofort das Gerät an die Lippen. »Wo bist du? Wir holen dich da raus«, spricht Pinguin hektisch. Kurz herrscht Stille. »Ich will aber nicht.« Trafalgars Herz setzt einen Schlag aus. »Was?« Die 5 starren ungläubig auf die Schnecke, als wünschten sie, sich verhört zu haben, oder dass die Kleine sofort sagt, dass es ein dummer Scherz war. Oder vielleicht sitzt ja Doflamingo gleich neben ihr und sie kann nicht frei sprechen, würde jeden Moment eine versteckte Botschaft senden. Doch im Gegenteil. »Deinen Striker binde ich auf der nächsten Insel fest, damit du ihn holen kannst. Doffy hat mir erlaubt, jeden Tag mit euch zu reden«, erzählt sie heiter, sodass die Schnecke fröhlich zu lächeln beginnt. Es versetzt den Anwesenden einen fetten Stich mitten durchs Herz. Law reißt der Sommersprosse das Mikro aus der Hand. »Du sagtest mir, dass ich dich von ihm holen soll, egal was du sagst«, unterbricht Trafalgar sie mit kalter, fester Stimme, während sein Blick die Unsicherheit förmlich für ihn ausspricht. Beppo sieht ihn mitleidig von der Seite aus an. Wieder wird es für einen Moment still.
Das war nur ein Missverständnis. Er manipuliert dich! Ruft Ace aufgebracht und fassungslos zugleich dazwischen, sodass die Schnecke erschrocken aufblickt, bevor sie wieder verträumt zu lächeln beginnt. Ich weiß, wie das aussieht und es kam mir auch komisch vor, dass ich Sachen mache, die mir unangenehm sind. Aber er hat es mir erklärt. Ich liebe ihn. Grinst sie warm in das Gerät, sodass Law nur wortlos und mit glasigem Blick die Sprechmuschel an Beppo weitergeben kann. Es tat weh. Mehr als gedacht. Er ist sich nicht sicher, ob er noch Stimme gehabt hätte er weiter auf sie einreden wollen. Beppo wendet seinen Blick gequält von seinem besten Freund ab, der stumm durch die Luft starrt. Die folgenden Worte seines Vizen kommen nur dumpf bei ihm an. Er hat dich manipuliert, damit du das denkst, antwortet Beppo verzweifelt. Ja, genau, du sagtest selbst, wir sollen dich von ihm holen, bestätigt Pinguin mit erhobener Stimme. Du wusstest, dass er manipulativ ist und hast deswegen darum gebeten, beendet Sashi aufgebracht Pinguins Satz. Der Blick von der Teleschnecke, ihr Blick, verfinstert sich. Herzchen, willst du uns denn nicht wiedersehen? Mit uns feiern, Blödsinn verzapfen oder meinen gerade bügeln? Und mit uns Abenteuer erleben? Beginnt Ace bestürzt. Ich dachte, ich und Ace werden deine Brüder, Beppo und Pinguin, deine besten Freunde und du wärst unserem Captain loyal. War das nur Gerede? Ich dachte, wir hätten Mehrwert für dich. Sind wir dir überhaupt wichtig? Oder war das alles gespielt, um zu deinem Meister zu kommen? Fährt Sashi immer lauter werdend fort. Nein, war's nicht. Aber ich will hier bleiben, beginnt sie mit bebender Stimme und sichtlich verwirrt. Ihre Aussage klingt mittlerweile viel mehr wie ein auswendig gelernter Phras und wirkt, als würde sie sich selbst eine Frage stellen. Ich bleibe und ich vermisse euch zwar, aber wir können jetzt telefonieren, lächelt sie gequält mit tränenvernetztem Gesicht in die Schnecke. Ace, Sashi, Beppo, Pinguin, Trafalgar. Ich liebe euch, Jungs. Gott, ja. Stille. Sie wollte das nicht sagen, oder? Bricht Sashi unsicher die Stille. Betrübt und nachdenklich nickt Beppo. Durch die Manipulation konnte sie nicht anders, murmelt Ace leise. Heißt das, sie bleibt so? Können wir sie retten? Fragt Pinguin betroffen. Die Blicke richten sich auf Law, welcher nur stumm gelauscht hat. Entschlossen richtet er sich auf und sieht dann über die Schulter zu seinem Nakama. Ihr habt vollkommen recht. Sie kann nicht anders. Als sie von ihm weg war, wurde sie auch wieder normal. Wir holen sie da raus. Alle auf ihre Posten, wir tauchen ab, befiehlt er ihnen zielgerichtet. Sofort hallt ein freudiges und von Hoffnung erfülltes Ei, ei durch den Raum und die 4 stürmen mit neu geschöpfter Energie und neuem Vertrauen aus der Kajüte. Wir kommen ihr immer näher. Vielleicht treffen wir sie schon auf der nächsten Insel. Ich hole sie von diesem manipulativen, hinterlistigen Mistvogel. Ich lasse nicht zu, dass sie verkommt oder wie Corazon endet. Dort ist die Insel und es scheinen viele Schiffe am Hafen zu ankern, meint Pinguin und deutet auf das Radar. Alles klar, auftauchen und anlegen, befiehlt Law emotionslos und verlässt den Steuerraum. Soweit ich weiß, hat diese Insel 3 Häfen. Wenn wir Glück haben, ist an einem das Schiff von dem Federvieh. Das U-Boot beginnt kräftig zu wackeln, sodass Law sich an der Wand stützen muss. Wir tauchen auf. Seine Miene verfinstert sich bitter. Trafalgar muss immer wieder daran denken, wie die Kleine sich an Flamingo schmiegt, ihn küsst oder wie er sie auszieht, sodass ihm immer wieder ein Stich mitten ins Herz trifft. Gereizt schlägt er mit der Faust gegen eine der Metallwände, bevor er augenscheinlich ruhig Richtung Deck geht. Captain? Gelangweilt sieht Law zu seinem Vize auf, welcher seinen Blick betroffen beinahe traurig erwidert. Sie wird nicht freiwillig mitkommen, oder? Fragt er ihn beim Gehen. Wir holen sie zurück, weicht Law der Frage aus. Du magst sie, oder? Bricht Beppo erneut die Stille, weswegen Law stehen bleibt. Ohne sich umzudrehen, antwortet er verbittert, ja, bevor er stur weiter den Gang entlang geht. Beppo sieht ihm mitfühlend nach, bevor auch er seinen Weg fortsetzt. Er wusste es bereits, doch dass sein Freund seine Gefühle tatsächlich offen zugibt, hat ihn einen Moment verwundert. Kurze Zeit später hat das Schiff angelegt und die Mannschaft ist auf dem Deck versammelt. »Mein Striker!«
brüllt Ace freudig und will gleich aufs Festland springen, wird jedoch von Law aufgehalten, der ihn Geralts am Kragen festhält. »Hey, was soll das?« schimpft Ace und versucht sich aus seinem Griff zu befreien. »Dan, falls euch Flamingo entdeckt, taucht ihr sofort ab und ruft mich auf der Teleschnecke an«, ignorierte die Sommersprosse gekonnt. »Ich, Trio und Ace gehen auf die Insel, sonst niemand. Verstanden?« fragt er bedrohlich nach und vernimmt dann ein eingeschüchtertes »Ei« vom Rest. Zufrieden lässt er die Sommersprosse runter und begibt sich dann bewaffnet mit seinem Schwert auf die Insel. »Hast du einen Plan?« erkundigt sich Ace interessiert, während er sich aufmerksam in der Stadt umsieht. »Sashi, hast du, worum ich dich gebeten habe?« Schnell nickt der Gefragte und präsentiert ihm die Seesteinhandschellen. »Gut, Beppo.« Auch der Bär präsentiert sein Mitbringsel und hält dem Kapitän eine gefüllte Spritze entgegen. Nickend nimmt er sie an sich. »Wenn einer sie gefunden hat, weicht er ihr nicht mehr von der Seite, egal was passiert. Verstanden?« Die 4 nicken bestimmt. Law gibt Sashi und Beppo je eine Teleschnecke. »Wenn ihr sie habt, geht ohne Umschweife zurück zum Schiff und ruft dabei mich und die anderen an«, erklärt Law gefasst. »Wir teilen uns auf?« fragt Sashi aufmerksam, während er seine Schnecke entgegennimmt. »Wir sollten nicht allzu lange hierbleiben. Ich werde mit Ace gehen«, fährt er bestimmt fort, sodass es keine Widersprüche zulassen sollte. »Wieso mit mir?« »Weil ich bei den anderen darauf vertrauen kann, dass sie meine Befehle befolgen«, antwortet der Ace genervt, bevor er ihm am Arm packt und ihn wahllos in irgendeine Richtung zerrt. »Wie ist dieser Flamingo?« bricht Ace die Stille. Ohne ihm einen Blick zu würdigen, antwortet Law. »Gefährlich, hinterlistig, manipulativ und vor allem schreckt er vor nichts zurück, um seinen Willen zu bekommen.« Ace tritt wütend einen kleinen Stein zur Seite. »Ich verzeihe ihm niemals, dass er sie so angefasst hat«, murmelt er wütend zu sich selbst. »Beruhige dich, sonst fallen wir zu schnell«, beginnt Lord ruhig, bevor Ace ihm eine Hand auf den Mund presst und ihn mit seinem Körper an eine Hauswand presst. Mit mehreren Wutadern im Gesicht funkelt er den Jüngeren hasserfüllt an. Plötzlich kommt Ace näher, wodurch Law erschrocken die Augen aufreißt und angewidert den Kopf zur Seite dreht. Doch Ace geht an seinem Kopf vorbei, an sein Ohr und flüstert: »Psst, in der Gasse ist sie!« Zögerlich entfernt er seine Hand wieder von Trafalgars Lippen und späht vorsichtig um die Ecke. Law tut es ihm nach und tatsächlich steht sie dort. Es wirkt, als wäre eine dunkle, kalte Aura um sie gehüllt. Mit einem Mal kommt ein Mann von der anderen Seite panisch in die Gasse gerannt. »Aus dem Weg, Schlampe!« brüllt er kopflos und rennt weiter auf sie zu. Gelassen hebt sie ihre Hand und packt ihm, als er sie zur Seite stoßen will, an den Nacken. Für einen Moment erfüllt ein blaues Licht die dunkle Gasse, sodass ein großer, blonder Mann am anderen Ende sichtbar wird. »Flamingo!« Schnell reißt Law seinen Begleiter herum, sodass nun beide an der Wand gelehnt sitzen. Schnell presst der Ace einen Finger auf die Lippen und deutet dann an, nur zuzuhören. Ace versteht und nickt nervös. »Sie hat gerade jemanden mit der bloßen Hand in wenigen Sekunden ausgeschaltet. Sie darf nicht so werden. Ich muss sie so schnell es geht von ihm holen.« Sie hören schwere Schritte und das unverkennbare Lachen von Flamingo durch die Gasse hallen. »Brav, Suki.« Law und Ace blicken vorsichtig erneut um die Ecke. Flamingo hat sich zu der Kleinen runtergekniet, damit sie ihn umarmen kann. Sachte nimmt er ihr Kinn zwischen 2 Finger und küsst sie kurz darauf. Stürmisch erwidert sie seinen Kuss und presst sich mit ihrem Körper an seinen. Die Beobachter verziehen angewidert das Gesicht, bevor sie sich zurück an die Wand lehnen. »Mir wird schlecht.« »Meister«, hört er sie atemlos flüstern. Er bemerkt aus dem Augenwinkel, wie Ace seine Finger in den Stoff seiner Hose vergräbt und wütend auf den Boden vor sich starrt. Nicht hier. Wenn jemand kommt...« Flamingo lacht. »Dann töten wir sie einfach.« »Nein, wirklich, Doffy, das ist mir unangenehm«, widerspricht sie ihm beschämt und unruhig. »Stell dich nicht so an, Suki«, meint er ernst mit einem drohenden Unterton. Tut mir... Du hast recht«, meint sie eingeschüchtert. Law meint zu hören, wie Flamingo ihre Kleidung zerreißt.